Bowers & Wilkins legt eine Legende neu auf. Vor 15 Jahren war die erste Zeppelin-Generation die wahrscheinlich beste iPod Docking Station auf dem Markt. In diese Fußstapfen tritt nun das 2021er Modell und da sucht man den alten 30-Pin-Konnektor vergebens. Vollgepackt mit modernster Technik ist der neue Zeppelin zu einem vollwertigen Musiksystem geworden. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc und ich kann mich noch wirklich gut an die erste Zeppelin-Generation erinnern. Ich habe ihn damals leider nicht selbst besessen, aber immer begeistert im Laden davor gestanden. Die Zeit rennt und nun steht hier das aktuelle Modell zum Kurs von 799 € vor mir. Es wirkt unglaublich modern und stylisch, hält aber noch immer an seinem ikonischen Design fest. Die extravagante Form macht den Zeppelin unbestritten zum Blickfang und hat für mich sogar schon etwas von einem Designobjekt. Mit einer Spannweite von 650 mm braucht er allerdings auch etwas Platz. Ein Aluminiumsockel in der Mitte sorgt für einen sicheren Stand und lässt den Lautsprecher passend zum Namen optisch schweben. Eine LED-Ambiente-Beleuchtung sorgt für indirektes Licht unter dem Zeppelin und verpasst der Optik meiner Meinung nach den letzten Schliff. Die Lichtfarbe kann dabei nicht geändert werden, die Beleuchtung ist aber dimmbar oder auch komplett abschaltbar. Schwenken wir rum auf die Rückseite und da wird schnell klar, das aktuelle Modell will kabellos bedient werden. Lediglich ein Stromanschluss und ein USB-C Serviceport sind hier vorhanden, immerhin kann man aber mittels USB-C Adapter ein Netzwerkkabel anschließen und den Zeppelin so alternativ zum WLAN online bringen. Das war's aber auch schon, der Rest erfolgt kabellos und da bleibt kaum ein Wunsch übrig. Bluetooth mit aptX Adaptive und AAC-Unterstützung, AirPlay 2 und Spotify Connect. Diverse weitere Streaming-Dienste wie Tidal, Deezer, Qbuzz und Soundcloud sind über die App ebenfalls integriert, genauso wie Internetradio über TuneIn. Zur technischen Ausstattung des Zeppelins gehören auch Fernfeldmikrofone für die Sprachsteuerung, denn der Zeppelin ist ein vollwertiger Smart Speaker. Auf Wunsch kann Alexa als Sprachassistentin eingerichtet werden und übernimmt ab da die Steuerung. Selbstverständlich können die Mikros aber auch komplett deaktiviert werden. Das wird dann über einen LED-Streifen an der Front signalisiert, ebenso wie aktives Zuhören nach erkannten Sprachbefehlen. Ich muss sagen, die Alexa-Integration gehört für mich mit zu den besten und steht den Amazon Echo-Geräten von der Verständlichkeit der Sprachbefehle in nichts nach. Alle wichtigen Funktionen lassen sich aber auch am Zeppelin direkt bedienen. Dafür stehen an der Oberseite 5 Tasten zur Verfügung, die so positioniert wurden, dass sie von vorne nicht sichtbar sind, aber sich leicht ertasten lassen. Man kann also schnell die Lautstärke ändern oder die Musik steuern. Alles weitere wird dann über die Bowers & Wilkins Music App vorgenommen, die für iOS und Android verfügbar ist. Sie ist einfach und übersichtlich aufgebaut und bietet zum Beispiel eine Möglichkeit der Klanganpassung in den Höhen und Tiefen, aber auch eine Möglichkeit zum Update der Firmware. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann es immer gar nicht erwarten, bei neuen Lautsprechern die ersten Töne zu hören und in diesem Fall war ich sogar noch etwas mehr gespannt, was sich so über die Jahre klanglich getan hat. Der Zeppelin ist im klassischen Stereoaufbau gehalten und verfügt über insgesamt 5 Treiber. Angetrieben werden diese von 240 Watt Gesamtleistung aus 5 Verstärkerkanälen. Links und rechts befinden sich je ein Hoch- und ein Mitteltöner, dazwischen sitzt der Bass. Beeindruckend ist der Frequenzgang von 35 Hz bis 24 kHz, den Bowers & Wilkins aus diesen Maßen herausholt. Der Klang kommt aber auch nicht von ungefähr, so hat man sich bei den Treibern aus größeren Serien von B&W bedient. 25 mm Kalottenhochtöner, die aus der 600er Serie stammen, sitzen entkoppelt ganz außen in den Spitzen des Zeppelins, um eine möglichst breite Abstrahlung zu ermöglichen. 90 mm große Mitteltöner, die unter anderem auch in der 800er Serie verbaut werden, kommen direkt neben den Hochtönern zum Einsatz. Sie verleihen in Zusammenarbeit mit dem mittig verbauten 150 mm großen Subwoofer diesen unverwechselbaren Klang und den wollen wir nun Probe hören. Ich habe euch einige Lieder abgespielt und diese binaural 3D aufgenommen, so bekommt ihr einen bestmöglichen Eindruck des Klangs, müsst aber dafür auf jeden Fall Kopfhörer nutzen.
these empty, broken walls, and I can't see it clearly, but it's obvious. I know that you left me alone inside this empty, broken hall, and now you'll be the reason why my soul is tainted. We got that mad love, we got that sad love, we got that fun love, we got that young love, yeah, that dumb love, we got that, 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 we got Der Zeppelin kann seine Herkunft auf jeden Fall nicht verbergen. Die britische Handschrift in Form von Klarheit und Definition zeichnet sich hier eindrucksvoll ab. Abgerundet wird der Klang nach unten hin durch ein straffes und absolut kontrolliertes Bassfundament, welches immer wieder ein Grinsen ins Gesicht zaubert. Die breite Abstrahlung macht sich ebenfalls positiv bemerkbar und lässt sogar bis zu einer gewissen Entfernung auch ein Stereo-Effekt entstehen. Auf jeden Fall für einen All-in-One-Lautsprecher eine tolle Leistung mit eben diesem typischen, etwas wärmeren und sehr detailvollen Klang. Fazit: Der neue Zeppelin kostet 799 € und ist sowohl klanglich als auch von der Ausstattung absolut gelungen. Trotz einiger Konkurrenz am Markt hat der Zeppelin mit seinen audiophilen Genen und der Vielzahl an Streaming-Möglichkeiten für mich ein sehr großes Potenzial. Er lässt fast nichts vermissen. Fast nichts, weil für einige mit Sicherheit wenigstens ein kabelgebundener Eingang wünschenswert gewesen wäre. Andererseits mag ich persönlich genau diese kabellose Verwendung als reiner Smart- bzw. Streaming-Speaker. Letztendlich bleibt es, wie so vieles im Leben, eine Frage des persönlichen Geschmacks. Links findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Wenn euch der neue Zeppelin also neugierig gemacht hat, dann checkt das auf jeden Fall gerne mal ab. Ich hoffe, euch hat das Video genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn dem so ist, lasst gerne etwas Support in Form eines Abos da. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios!